Hi zusammen, ich bin der Alex und ich habe euch heute 5 Düfte mitgebracht für Frauen für ein Date. All die Düfte, die ich euch heute vorstellen werde, sind super dafür geeignet, um auf einem Date getragen zu werden. Die Düfte sind alle sinnlich, sie sind verführerisch und sie erwecken im besten Fall natürlich das Verlangen des Gegenübers nach euch. Düfte habe ich euch mitgebracht von den Marken Initio, Mancera, Simone Andreoli, Xerjoff Casamorati, last but not least Tiziana Terenzi. Ich habe die Düfte so ausgewählt, dass wirklich für jeden Duftgeschmack was dabei ist. Natürlich, was war bei meiner Auswahl unglaublich wichtig? Alle Düfte müssen sehr intensiv sein, sie müssen eine sehr gute Haltbarkeit haben, sie müssen auch etwas Mystisches transportieren und vor allem dieses Verlangen des Gegenübers nach euch wecken. Und so habe ich Düfte ausgesucht, die all diese Kriterien erfüllen und gleichzeitig aber auch noch jedem Duftgeschmack gerecht werden. So, fangen wir gleich mal an mit dem ersten. Der erste Duft, der trägt die Verführung eigentlich schon im Namen. Absolut Aphrodisiac von der Marke Initio. Genauso wie der Parfümflakon ist der Duft sehr dunkel und mystisch, aber nicht weniger verführerisch. Der Duft ist zu Recht meine allererste Wahl gewesen, weil der Duft sich um eine sehr dunkle Vanille herumspielt. In dem Duft wurde die Vanillenote verarbeitet, sie ist auch mit Abstand die präsenteste Duftnote, aber diese Vanillenote ist nicht zu süß. Also es ist jetzt keine Zuckerwatte-Vanille, sondern es ist eher so eine etwas dunklere Vanille, eine etwas würzigere Vanille, die sofort eine verführerische, mystische Stimmung erzeugt. Und der Duft hat eine unglaublich gute Haltbarkeit. Auf der Haut bestimmt 10 Stunden, auf der Kleidung um Vielfaches länger. Und für all diejenigen, die sagen, ich habe Black Opium von Yves Saint Laurent sehr gerne, ist der Duft vor allem die eindeutig bessere Alternative. Man muss aber auch dazu sagen, der Duft hat natürlich jetzt keinen Kaffee verarbeitet und somit ist das jetzt kein Duftfilm zu Black Opium von Yves Saint Laurent, sondern einfach eine deutlich wildere Version von Black Opium, die aber nicht weniger intensiv oder verführerisch ist. Gleichzeitig, neben der Vanille, hat der Duft auch eine sehr animalische Note. In dem Duft wurde, und das heißt wirklich so, Bibergeil verarbeitet. Bibergeil ist eine Moschusform, die dazu führt, dass der Duft sehr animalisch riecht und das Verlangen des Gegenübers nach dir weckt. Der zweite Duft, den ich euch mitgebracht habe, ist ein Duft, der ebenfalls gleich im Namen schon eine sehr direkte Aufforderung trägt, und zwar von der Marke Simone Andreoli, der Duft Don't Ask Me Permission. Er soll dich also nicht um Erlaubnis fragen, um was genau hast du zu entscheiden, aber der Duft unterstützt dich auf jeden Fall dabei, dass du sehr verführerisch und sinnlich von deinem Gegenüber wahrgenommen wirst. Im Unterschied zu Absolut Aphrodisiac von Initio ist Don't Ask Me Permission nicht süßwürzig, sondern süß-fruchtig. Gleich zu Beginn merkt man diese sehr fruchtigen Noten. Sie spielen sich rum um die Passionsfrucht, einen sehr weichen Pfirsich und eine Orange. Und der Duft hat so eine prickelnde, leichte Schärfe, die auch dem Moschus natürlich zu verdanken ist. Aber er hat auch gleich zu Beginn eine gewisse, sehr dezente Wärme. Und diese Wärme, die wird durch die verschiedenen Hölzer erzeugt. Und später entwickelt sich der Duft immer mehr zu einer sehr, sehr warmen Komposition, die verführerisch, sinnlich ist, aber auch zärtlich und auch hautnah. Kommen wir zu Duft Nummer 3. Duft Nummer 3 ist der absolut richtige Duft für diejenigen, die sagen, ich will einen Duft, den ich aufessen kann und ich will auch, dass mein Gegenüber mich aufisst. Das ist von der Marke Xerjoff Casamorati der Duft Lira. Lira ist ein unglaublich spannender Duft, weil Lira mit Vanille und Karamellaromen spielt. Vanille in Kombination mit Karamell führt sofort zu einer gewissen Wärme, einer Weichheit, einer gewissen Nähe, und der Duft in sich ist sehr kuschelig. Also er sucht förmlich die Körpernähe. Er möchte, dass man ihn umarmt oder auch dich. Und es ist eine unglaublich schöne Komposition, wenn du sehr gourmandige, süße Düfte magst, die zum Anbeißen sind. Nummer 4 ist jetzt ein Duft, der ebenfalls die Verführung im Namen trägt. Und zwar Instant Crush von Mancera. Im Vergleich zu den Düften, die ich euch davor vorgestellt habe,
ist dieser Duft meiner Meinung nach der eleganteste. Instant Crush von Mancera ist auch für diejenigen, die Baccarat Rouge kennen und mögen, eine sehr gute Alternative, weil die Düfte sich sehr ähnlich sind in Bezug auf die Duft-DNA. Der Duft riecht gleich zu Beginn sehr würzig, weil in der Kopfnote Safran verarbeitet wurde. Zusätzlich nimmt man noch eine Vanillenote wahr, die sehr kühl wirkt. Also es ist jetzt keine übertrieben süße Vanille, sondern eher eine dezente, kühle Vanille, die dem Duft auch das gewisse elegante Flair und die erwachsene Wahrnehmung schenkt. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass der Duft eine gewisse prickelnde Schärfe innehat, die durch den weißen Moschus transportiert wird und die meiner Meinung nach in Kombination mit dieser Safrannote, dieser kühlen Vanille und dem weißen Moschus dazu führt, dass der Duft süß, verführerisch, elegant und erwachsen wahrgenommen wird. Instant Crush von Mancera ist für all diejenigen eine super Wahl, die etwas erwachsener, aber nicht weniger verführerisch wirken möchten und die auch sagen, ich möchte jetzt vielleicht einen Duft, der zwar eine unglaublich gute Haltbarkeit hat, aber nicht so weit nach außen projiziert. Das heißt, jetzt nicht, sagen wir mal, die nächsten 5 Meter noch wahrgenommen wird, sondern ein bisschen näher am Körper liegt. Uns fehlt jetzt noch ein Duft und eine Duftrichtung, um für jeden was dabei zu haben. Und der letzte Duft ist Deluxe von Tiziana Terenzi. Der Duft ist süß und blumig. Das heißt, all diejenigen, die sagen, ich mag unglaublich gerne blumige Düfte, aber ich möchte auch einen verführerischen Duft, den ich auf ein Date tragen kann, ist Deluxe von Tiziana Terenzi absolut die richtige Wahl. Was den Duft besonders macht, ist die Komposition. Denn der Duft ist sehr spannend. Er besteht vor allem aus den Noten Rose, Kaffee und Vanille. Und der Duft, der wirkt einfach unglaublich kuschelig. Also man möchte, wortwörtlich möchte man die Person an sich ranziehen, die diesen Duft trägt. Auch die Rosennote ist relativ weich. Also wenn ich mir die Rose bildlich vorstellen müsste, würde ich sagen, das ist eher so eine weiße Rose, vielleicht eine Rosé-Rose, aber jetzt keine knallrote Rose. Und diese Kombination aus Kaffee, Vanille und Rose schafft eine sehr, sehr spannende Komposition. Vor allem, weil diese Vanille und der Kaffee, die entwickeln eine unglaubliche Cremigkeit im Laufe der Zeit. Ich kann den Duft all denjenigen empfehlen, die sagen, ich möchte gerne einen süß-verführerischen Duft haben. So, jetzt nochmal kurz ein kleines Recap. Also, 5 Düfte habe ich euch mitgebracht. Der erste Duft war Absolute Aphrodisiac von Initium. Der Duft ist für all diejenigen, die sagen, ich mag süße, würzige Düfte und möchte hier eine verführerische Alternative haben. Der zweite Duft war von der Marke Simone Andreoli. Der Duft Don't Ask Me Permission, also wenn er dich einfach nicht um Erlaubnis fragen soll, sondern einfach mal machen soll, was auch immer. Der dritte Duft war unser Gourmand-Duft von Xerjof Casamorati Lira. Zum Anbeißen Vanille und Karamell in Symbiose. Der vierte Duft war Instant Crush von Mancera. Safran, Vanille, weißer Moschus, eine prickelnde Schärfe, sehr sinnlich, sehr verführerisch, elegant, aber auch erwachsen. Und der letzte Duft, den ich heute für euch mit dabei hatte, war Deluxe von Tiziana Terenzi. Rose, Vanille und Kaffee in Kombination. Eine sehr dezente Wärme und das Verlangen einfach zu kuscheln, die Person sehr nah bei sich zu haben. Das ist Deluxe von Tiziana Terenzi. Jetzt, wenn du sagst, du kannst dich nicht entscheiden und du möchtest jetzt mal mit einem Duft anfangen und du bist dir vielleicht auch nicht so ganz sicher, welcher Duft der richtige für dich wäre, ich würde sagen, du kannst absolut nichts falsch machen mit Don't Ask Me Permission von Simone Andreoli, weil der Duft durch seine süße, fruchtige Kombination wirkt er zwar verführerisch und sinnlich, aber er ist auch noch sehr jugendlich und verspielt. Und das steht eigentlich jeder Frau, jeder Dame. Und ich kenne auch absolut keinen Mann, der irgendwie gesagt hat, hey, boah, der Duft, den mag ich nicht. Also der Duft ist für all diejenigen die erste Wahl, die sich vielleicht ein bisschen unschlüssig sind, vielleicht noch nie mit Nischendüften in Berührung gekommen sind und gleichzeitig aber keinen Fehlkauf machen wollen. All die Düfte, die ich euch heute vorgestellt habe, die gibt es natürlich bei uns auf uniq.net zum Erleben.
Ich packe sie euch auch alle in die Beschreibung. Dort könnt ihr dann in Ruhe nochmal nachlesen, wie die Düfte zusammengesetzt sind, wie sie wirken. Ihr könnt auch gerne die Düfte bei uns probieren. Und vielleicht wollt ihr nur einen probieren, vielleicht aber auch mehr. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr denn einen der Düfte kennt, beziehungsweise was sind dann eigentlich eure Top-Düfte für ein Date. Genauso könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ich neue Reviews machen soll zu anderen Themen, wie beispielsweise Düfte für jeden Anlass oder auch gerne Herbstdüfte, Winterdüfte, alles was euch in den Sinn kommt. Und jetzt bleibt eigentlich nur eins zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Videos von uns mehr verpasst. Und in diesem Sinne, habt einen schönen Tag, wir sehen uns bald. Ciao, ciao.